Thema, und das hier mal zu, ist ein sogenannter Recovery Scam, der vorrangig wohl von einer Webseite namens betrugsrecht.de durchgeführt wird. Und das ist auch eine eigentlich ziemlich perfide Masche mal wieder, weil hier quasi Opfer, die schon Geld verloren haben, also Betrugsopfer, eigentlich erneut geschädigt werden sollen. Und der Betrug findet wie folgt statt. Das Opfer stolpert aus welchen Gründen auch immer auf die Seite betrugsrecht.de und die geben sich als Anwaltskanzlei aus, in der man zum Beispiel versuchen kann, mit deren Hilfe irgendwelches verlorenes Geld, was im Rahmen von Online-Betrug abhanden gekommen ist, also sei es durch irgendwelche Krypto-Scams, auf die man reingefallen ist, oder irgendwelche Flirt-Scams, die einen vielleicht erwischt haben und man so Geld verloren hat. Da behauptet diese vermeintliche Anwaltskanzlei, dass sie eben in der Lage ist, dieses Geld zurückzuholen und wirbt auch mit hohen Erfolgsquoten, nennt auch noch irgendwelche vermeintlichen äh, Fernsehsender und Ähnliches als ja, quasi um Trust, also um Vertrauen aufzubauen. Und dann ist der erste Schritt quasi, man meldet sich da an und wartet dann ein paar Tage, dann meldet sich plötzlich per Mail so ein persönlicher Ermittler, der einem dann zugewiesen wurde, der stellt sich dann vor und sagt, ja, es dauert alles ein bisschen ähm, und kontaktiert einen dann via WhatsApp und fordert über diesen Weg quasi Nachweise für das verlorene Geld. Ähm, und wenn man die ihm dann schickt, dann dauert es wieder ein paar Tage und dann heißt es auf einmal plötzlich in so einer Chatnachricht, es gab einen Ermittlungserfolg und es ist möglich, ungefähr 70% des verlorenen Gelds, manchmal auch mehr, manchmal auch weniger, wieder zurückzubekommen. Und dann ähm, als Betroffener freut man sich dann natürlich und dann kommt aber der eigentliche Haken. Alles, was bis jetzt relativ seriös gewirkt hat, heißt dann plötzlich, ja, das verlorene Geld wurde leider in irgendwelche Kryptoassets, also in irgendwelche Kryptowährungen ähm, angelegt oder umgeschiftet. Und damit man die überhaupt zurückbekommen kann, ist es eben notwendig, dass man eine Vorauszahlung macht. Der Schritt davor ist noch, man muss ein neues Konto auf irgendeiner Kryptobörse anlegen, weil sonst kommt man eben nicht an dieses Betrugsgeld, was man verloren hat. Und damit das Geld aber da überwiesen werden kann, ist die Behauptung, braucht es eine Vorauszahlung. Also da muss irgendwie 0,1 Bitcoin mindestens auf dem äh, Konto vorhanden sein. Das sind ungefähr im Moment 6.000 Euro. Und wenn die eben nicht vorhanden sind, dann kann das Geld nicht zurücküberwiesen werden. Also als gutgläubiger Kunde will ich mein gesamtes Geld oder zumindest die 70% natürlich gerne wiederhaben, überweis diese Vorauszahlung von 6.000 Euro plus minus und dann gibt es auf einmal einen Kontaktabbruch. Oder wenn die Angreifer glauben, da ist noch mehr zu holen, dann gibt es immer wieder neue fadenscheinige Gründe, ähm, wo dann behauptet wird, ich muss immer mehr überweisen oder nochmal irgendwelche Sachen, die aufgefallen sind, wofür Zahlungen notwendig sind, um noch mehr Geld von mir abzuziehen. Und wenn ich dann entweder pleite bin, oder die Angreifer quasi Betrug haben oder ich selbst den Betrug vielleicht auch bemerke, dann findet der Kontaktabbruch statt und man hört nie wieder was und das Geld ist auch da wieder weg. Deswegen bei sowas am besten gar nicht erst auf solche Versprechen reinfallen. Also es ist extrem schwierig, verlorenes Geld im Rahmen von irgendwelchen Scam-Aktivitäten wiederzuerhalten. Und auch da diese typischen Anzeichen, die man auch im Fake-Shop-Bereich immer wieder kennt und hört, auch einfach da mal prüfen, weil da würde auffallen, bei dieser Betrugsrecht
betrugsrecht.de Webseite, wenn man da mal ins Impressum guckt, findet man zwar einen Eintrag, aber wenn man ein bisschen recherchiert, dann gibt's eben diese Anwaltskanzlei nicht und auch die Adresse stimmt nicht. Also auch da ist keine Kanzlei gemeldet und es sind verschiedene Indikatoren, die eben darauf hinweisen, dass das alles Fake ist. Deswegen an der Stelle Vorsicht vor betrugsrecht.de, nicht drauf reinfallen.